Freunde, der 3. Tag ist angebrochen. Gestern war Boxing Day am 2. Weihnachtsfeiertag. Wir waren wirklich den ganzen Tag auf Achse und sind hier alle Läden abgelaufen, denn Boxing Day ist sowas wie der Black Friday von England. Und hier hatte wirklich alles offen, alles hat mit Rabatten beworben. Und größtenteils hat es auch gestimmt, oder? Ja. Du als Expertin so in dem Bereich? Ja. Also es hat sich schon gelohnt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so das Amerika-Level von Outlet-Stores erreicht hat. Und es war wirklich brechend voll. Also da haben Markus und Nina nicht zu viel versprochen. Je länger der Tag vorangeschritten ist, desto voller wurde es. Vormittag ging es noch, als die Läden aufgemacht haben. Aber als die Sonne so langsam untergegangen ist und wir die schöne Beleuchtung von London begutachten durften, da konntest du dich kaum noch bewegen. Also das war dann schon nicht mehr so schön. Da sind wir dann aber auch ausgewichen ins Jamie's Italian und das war wieder ein absoluter Volltreffer. Definitiv, ja. Also wir waren da jetzt Highlight. schon 4 Mal in 3 verschiedenen Ländern und wir waren jedes Mal begeistert. Ja. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu King's Cross, gucken uns Gleis 9 3/4 an. Dann fahren wir zum Borough Market, glaube ich, Ja. um zu frühstücken. Und dann geht es auch schon auf zu den Harry Potter Studios. Da sind wir auch sehr gespannt drauf und nehmen euch selbstverständlich wieder mit. Viel Spaß! Gerade wolltest du noch. Aber doch nicht jetzt. Sondern? Wenn es was zu sehen gibt, hast du gesagt. Ja, wir sitzen direkt unter dem London Eye. Da hinten ist der Turm, wo Big Ben drin ist. Denn wir wissen ja alle, Big Ben ist nur die Glocke im Turm, nicht der Turm selber. Ja. Und hinter uns ist irgendein krasser Performer. Ja, der ist wirklich richtig krass. Oder? Nee. Ja, ist ein bisschen schade mit dem Turm, weil da sieht man wirklich nichts außer die Uhr von einer Seite. So das Wahrzeichen von London ist eigentlich gar nicht zu sehen. Aber da, wo wir hingehen, gibt es noch einen Mini-Big Ben. Ja? Ja, wenn wir die Straße noch ein Stück hochlaufen würden, ist wohl noch irgendwie so ein Mini-Big Ben. Okay. Vielleicht taugt der auch was. Ansonsten ist es sehr schön, hier an der Themse entlang zu laufen. Der Borough Market war leider gerade heute zu. Wir versuchen es dann morgen nochmal. Jetzt sind wir besser informiert. Und dann sind wir von da aus einfach an der Themse entlang geschlendert. Haben so lustige kleine Kuppeln an... Oh, Bikini-Fotos. Benimm dich. So lustige kleine Kuppeln an der Promenade gefunden. Die werden da zur Verfügung gestellt, um darin Silvester zu feiern. Also da ist so ein kleiner Tisch drin mit jeder Menge Plätzen drumherum und dann kann man von allem man beobachtet Silvester darin feiern mit einem schönen Menü. Ja, die werden halt zur Vermietung angeboten, Genau. Ne? Je nachdem wie teuer das ist. Ist vielleicht gar nicht so schlecht der Platz, weil soweit ich weiß, wird das Silvesterfeuerwerk tatsächlich von hier beim London Eye irgendwie wahrscheinlich auch vom Wasser aus hochgeschossen. Ja. 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 Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten und dann wandern wir zum Bus, der uns dann zu den Studios bringt. Ja. Bianca ist ein bisschen fertig von gestern. 10 Stunden Hardcore shoppen für 7 Teile. Und 4 davon sind von mir. Ja. Ja. So ist das.
Okay, Freunde, wir sehen uns nachher nochmal. Das ist der London Dungeon. Das ist zwar schon 10 Jahre her bei mir, aber der hat ziemlich Spaß gemacht, genauso wie der in Hamburg. Da waren wir ja erst letztens. Das ist ein schöner Rundumschlag der Geschichte von London mit Darstellern und ein paar Fahrgeschäften. Also das macht richtig Spaß. Wohingegen das London Eye fand ich jetzt nicht so toll. Gerade das ist ziemlich teuer. Und in die Richtung, also Richtung Stadt, sieht man halt wirklich überhaupt nichts. Und in die Richtung sieht man im Grunde genommen alles, was man vom Boden aus ohnehin sieht. Sea Life? Sea Life, möchtest du? Ja, so? Nö. Okay. Ist auf jeden Fall dann auch hier. Schön leer das hier alles ist. Gestern war hier Mord und Totschlag und jetzt ist alles leer. Ja. Voll schön. Ja. Total super. Die Hälfte gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist ja egal, ne? Sieht eigentlich alles gut gefüllt aus. Ja, wenn der große Big Ben geschlossen hat, ne? Dann gehen wir halt zum Kleinen. Der ist genauso gut mindestens. Der ist sogar zum Anfassen, also ist der eigentlich noch besser. Hallo, wir sind angekommen nach 1,5 Stunden und einem Zwischenstopp von unerklärlichen 10 Minuten am Hilton in Little Arabia in London. Sind wir jetzt endlich hier. Es ist definitiv nicht mehr London. Nein. Also es war schon eine ganze Strecke außerhalb. Ja. Und es ist schon mal ziemlich groß. Jetzt laufen wir hier durch so einen ellenlangen Tunnel und dann geht es wahrscheinlich los mit der Studiotour. Ich bin gespannt. Ja. Hex, Hex. Hex, Hex. Wir sind gerade total fasziniert darüber, wie klein diese ganzen Betten sind oder auch die Kostüme, so was Hermine im Film angehabt hat für diesen großen Ball. Alles total mini, als wären das total dünne, abgemagerte Es Zwerge waren gewesen. dünne, abgemagerte Zwerge. Das kann natürlich auch sein. Wir haben ja gerade gelernt im Kino vor der Vorstellung, dass die Schauspieler tatsächlich 10 Jahre hier gewohnt haben, zur Schule gegangen sind und alles. Das ist schon ziemlich krass, aber ist natürlich auch absolutes britisches Historiengut. Ja. Kulturgut, das ist das Wort. Du hast gezaubert. Ja. Wir betreten jetzt den verbotenen Wald, wo Schweine fliegen können. Dann habe ich wenigstens keine Fußschmerzen mehr.
weiteren Teil der Tour. Hinten, also beziehungsweise das hier ist komplett der Bahnhof. Und wir haben festgestellt, während man im King's Cross ewig lange anstehen muss, um vor dem einen Shop dieses Bild hier zu machen, gibt es hier einfach 3 Möglichkeiten, wo man das machen kann und man kommt super schnell dran. Jetzt wollen wir aber hier natürlich noch das machen, in den Zug wirklich selber einsteigen und ich glaube, den Souvenirshop können wir uns sparen, weil auf der ganzen Tour gibt es irgendwie 4 oder 5. Hogwarts Express, irgendwas Ticket kostet irgendwas. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Mal in unserem Leben Butterbier. Der Schaum ist mega. Okay. Also das war dieses komische Zeug hier unten, das war schon vorbereitet und der hat dann einfach nur noch diesen Schaum oben drauf gepackt. Das ist irgendwas Süßes. Es ist wie geschmolzenes Eis. Es schmeckt wie Vanillepudding. Ja, wie die Überbleibsel von Vanilleeis. Oder so. Was machen die Eigentlich da? ganz geil. Ach, die waschen Ihre Hände. Nee, die waschen ihre Krüge aus. Ach, das ist auch gut. Man kann hier nämlich für 4 Pfund so einen Becher kaufen oder für 7 Pfund einen Souvenirbecher. Das ist dann ein pottenhässlicher Plastikbecher mit Henkel und einem Aufkleber, wo Butterbier draufsteht. Oh, da schneit es. Echt? Ja. So, einen Außenbereich hat die Ausstellung hier auch. Wir haben einmal die Brücke, die zum Hogwarts-Schloss führt. Ich weiß gar nicht, erinnerst du dich an das Haus? Das ist von den Dudleys. Das aber nicht. Das ist von den Dudleys. Ich dachte, du zeigst darauf. Nein. Ist das Tom Riddles Haus oder so, das Geburtshaus von Harry Potter? Da ist ein Schild. Hätten wir natürlich lesen können, aber haben wir nicht gemacht. Potter Cottage. Potter Cottage, okay, dann ist das Geburtshaus von Harry Potter. Und da haben wir noch den fahrenden Ritter mit den 3 Etagen. Den haben wir allerdings schon in den Orlando Studios gesehen. Wir schauen gleich mal rein, ob der von innen genauso aussieht. Und wir gehen ins Dudley-Haus rein. Dursley. Hardcore-Fans hier. Dudley. Ne, Dudley hieß der Kleine, die Familie hier heißt Dursley. Ja? Ich glaube. Wie ist dein Butterbier? Wir haben Butterbier. Stockbesoffen. Ja, nach dem Hausflur ist das Dursley-Haus auch schon wieder zu Ende. Es ist eine sehr sporadische Kulisse, sehr schön zu sehen, wie das tatsächlich so alles funktioniert. Jetzt ist es wieder dunkel. Jetzt ist es wieder dunkel. Müsst ihr euch in hell vorstellen, wir sind gerade bei Nacht. Hier ist eine einzige Halle, wo ein riesengroßes Hogwarts-Modell steht. Und das ist tatsächlich, was benutzt wurde, um diese Szenen zu machen, wo im Film irgendwie eine Eule über das Gelände fliegt oder Harry mit dem Besen. Das wurde alles mit Hilfe von einem Greenscreen und ein paar Special Effects
mit diesem Modell hier gemacht, das über eine ganze Halle sich erstreckt. Und das ist schon ziemlich krass, wo man denkt, das ist alles am Computer passiert. Nö, haben die einfach mal in, weiß ich nicht, mehreren Wochen aufgebaut und damit dann gefilmt. Das ist schon richtig heftig. Warum der immer ranzoomt. Ja, ich finde das ganz merkwürdig. Du hältst es halt ganz Ja. normal und dann plötzlich so. Zoom. Magic. Genauso wie die Magical Wizard World of Harry Potter. Wir sind einmal komplett durch. Hier sehen wir einmal, wie wir langgelaufen sind. Sieht da deutlich kleiner aus, als es war. Wie lange waren wir denn jetzt hier drin? 2-3 Stunden. Wir sind um 1 losgefahren, waren um 2:30 hier. Waren um 2:45 vielleicht drin und jetzt haben wir 2,5 Stunden. 2,5 Stunden, ja. Wir haben uns jetzt natürlich nicht alles durchgelesen und nicht alle Filme angeguckt. Fanden wir jetzt nicht so spannend, aber den Rest haben wir uns natürlich sehr genau angeguckt, war auf jeden Fall sein Geld wert. Ja, definitiv. Es hat jetzt tatsächlich, wir haben das ja so auf den letzten Drücker gebucht, deswegen war es auch über irgendeinen hinterletzten Anbieter, londonkarten.de, glaube ich, war es. Die letzten 2 Karten in diesem Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr, die überhaupt irgendwo verfügbar waren, haben jetzt, ich glaube, für 2 Personen 200 € gekostet. Okay. Inklusive der Busfahrt immerhin, weil, wie gesagt, es ist ziemlich abseits, auch wenn man mit dem Zug hier hinfahren würde. Das wird wahrscheinlich nochmal einiges kosten, aber es lohnt sich. Also ich bin nicht so der Mega-Fan der Filme, aber großer Fan der Bücher. Und ich fand das hier alles echt beeindruckend. Auch von der Machart, wie gesagt, mit diesem Hogwarts-Schloss, dass das so gefilmt wird und die ganzen Kulissen und Props, wie heißt es auf Deutsch? Die Bücher und sowas so nachgebaut wurde. Weiß man nicht, ne? Requisiten, das war's. Stimmt. Genau, also wie viel davon tatsächlich einfach gebaut wurde und mit so viel Liebe zum Detail, das ist echt ganz toll. War schön. Ja. Die Souvenirläden sind vollgepackt mit tollen Sachen, viel bessere Sachen, als es in der Stadt bei Primark oder so gibt. Die haben ja auch eine ganz eigene Harry Potter Abteilung. Allerdings zu wirklich unverschämten Preisen. Also hier sind so extra Weihnachtssachen, so Christbaumkugeln für jedes Haus, Slytherin, Gryffindor oder so Fähnchen. 18 Pfund. Ja, für eine kleine Christbaumkugel. Ich glaube, die große war noch teurer. Heftig. Kissen und so weiter. Also die Kinder gehen hier begeistert mit strahlenden raus. Gesichtern, aber sie fangen an zu weinen, wenn Mama und Papa kein Geld haben, um das dann alles zu kaufen. Also die Kinder gehen freudestrahlend raus und die Eltern mit leerem Portemonnaie. Ist dann halt so. Wir haben auch zugeschlagen für rund 50 Pfund. Haben wir uns das Hogwarts-Emblem gekauft. Ist immerhin aus Metall, ist auch relativ schwer. Wir hoffen, Nina und Markus nehmen das im Koffer mit, weil wir haben ein bisschen Sorgen, dass das im Handgepäck beim Zoll hängen bleiben könnte. Das wäre dann ziemlich doof. Aber wie gesagt, war ein schöner Tagesausflug, Ja. hat Spaß gemacht, Definitiv. können wir nur empfehlen. Ach so, ja. Ein weiterer Tag neigt sich dem Ende. Wir sind völlig geschafft zu Hause angekommen, nachdem wir noch The Rocket. in der Bar The Rocket einen Absacker getrunken haben und davor waren wir im Pizza Express. Beides war so, Also Pizza Express ist einer von diesen Pizzerien, die diesen ganz dünnen, knusprigen Boden haben, der quasi nicht aus Teig besteht, sondern nur aus Kruste. Und ganz wenig Belag obendrauf, trotzdem über 15 Pfund gekostet. Deine Lasagne war okay, aber jetzt auch nicht überwältigend. Und Ich hatte danach noch Hunger. ja, Und ich du auch. Jede Menge auf jeden Fall. Ja. Also das war nichts, können wir definitiv nicht weiterempfehlen und
The Rocket war vom Look her und vom Feeling her ganz okay. Es lief Sport, aber die Bedienung war übelst unfreundlich. Also da liefen 2 rum und beide waren sehr, sehr unfreundlich. Und Nina und Markus waren im Sky Garden, waren auch nicht so angetan. Also von der Location her sehr gut. Sky Garden ist ja Dachgarten, überdachter Dachgarten auf einem dieser riesigen Bürogebäude. Neben dem Gebäude, das aussieht wie ein Tampon. Ein Ei. Tampon. War wohl das Essen nicht unbedingt dem Preis angemessen, also war okay, aber nicht überwältigend. Aussicht war geil, aber es war auch arschkalt, weil es wird so dauerbelüftet von außen direkt. Dementsprechend in dieser Jahreszeit ist es dann natürlich sehr, sehr kalt. Ja. Das war's für uns von heute. Wir machen uns morgen nochmal auf den Weg zum Boros Market, um dort zu frühstücken. Diesmal wird's bestimmt klappen. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg so hinführt. Schaut nächsten Sonntag wieder rein und bis dahin. Gute Nacht. Bianca, Nebenjob. Käse verkaufen.